Mein heutiger Gast wandert zwischen Kulturen und Disziplinen und zeigt, dass wahre Freiheit dort beginnt, wo Grenzen verschwimmen. Annika Sala ist Schauspielerin, Stuntperformerin, Filmemacherin und Martial Arts Praktizierende. Sie wurde in Mexiko geboren, hat deutsche und niederländische Wurzeln und verbringt jedes Jahr mehrere Monate in China, um dort Kung Fu zu trainieren. Annika lebt in mehreren Welten und genau darin liegt ihre Stärke. In unserem Gespräch geht es um Disziplin und Freiheit, über Schmerz und Erkenntnis und über das Leben zwischen Tradition und Moderne. Wir sprechen über Mut zur Veränderung, über die Rolle von Frauen im Schauspiel und darüber, was passiert, wenn man sich ganz auf eine andere Kultur und Lebensphilosophie einlässt. Ihre Präsenz zeigt, dass wahre Kraft nicht aus Lautstärke entsteht, sondern aus Klarheit, Fokus und innerer Ruhe. Liebe Annika, herzlich willkommen. Hi. So, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass meine Stimme etwas rauchig ist. Ich habe keine Zigarre geraucht, ich war erkältet. Also entschuldigt bitte, aber es geht ja heute auch nicht um mich, sondern um Annika. Annika, du kommst sehr, sehr gut herum. Du lebst in Hamburg, du verbringst viel Zeit in China, aber auch in anderen Orten dieser Welt. Was hat dich heute nach Berlin geführt, außer unsere Podcast-Aufnahme? Ja, in erster Linie natürlich die Podcast-Aufnahme. Ich bin aber auch sehr gerne in Berlin und ich habe morgen eine Filmpremiere, Make Me Feel. Da habe ich als Regieassistentin gearbeitet hinter der Kamera. Und ja, morgen kommt der Film raus. Und bist du aufgeregt? Schon, ja. Ich bin gespannt, wie das Endergebnis ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich war nicht durchgängig als Regieassistentin da, sondern der Film hat echt ein paar Jahre gebraucht und in ein paar Etappen war ich mit dabei und ich finde es schön dann zu sehen, wie das Endresultat aussieht, wofür wir alle gemeinsam gearbeitet haben. Ist das dein erster Film in dieser Rolle oder hattest du schon mal davor Berührungspunkte in diesem Aufgabengebiet? Tatsächlich ist das mein erster gewesen, hinter der Kamera, mein erster Job offiziell, sage ich mal. Vorher habe ich auch eigene Projekte gemacht und geschrieben und kleine Kurzfilme. Aber das war jetzt wirklich etwas, was dann ins Kino soll. Und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Macht es dir eher Spaß, vor oder hinter der Kamera zu sein? Ich finde beides sehr, sehr spannend. Also das Thema Film ist ja großartig. Es ist die Idee, die du hast, in deinem Kopf schreibst du runter, dann ist es plötzlich auf dem Blatt Papier oder in deinem Laptop und dann organisierst du die Leute, du hast unterschiedliche Abteilungen und das Ganze, was von dir kommt, ist plötzlich real. Und die Menschen glauben daran. Es ist eine Geschichte, wofür sie teilweise auch brennen oder die Geschichte natürlich toll finden. Und dann hast du die Schauspieler, die das Ganze dann auch nochmal lebendig machen. Und dann ist es draußen. Und du hast etwas kreiert, was wundervoll ist. Ich finde das wahnsinnig, weil es ist einfach da. Und sowohl hinter der Kamera bist du Teil des ganzen Prozesses, was ja gar nicht stattfinden könnte oder mein Job ja dann gar nicht da wäre als Schauspielerin. Von daher, hinter der Kamera lerne ich ganz, ganz viel. Was auch wichtig ist vor der Kamera. Und somit habe ich auch mehr Selbstvertrauen und die Ruhe vor der Kamera. Auf jeden Fall klingt es so, als hättest du unglaublich viel Spaß dabei, ob Ja. vor oder hinter der Kamera. Aber du hast auch noch weitere Hobbys und Dinge, denen du nachgibst. Über das Filmemachen sprechen wir etwas später noch mal ein bisschen. Annika, wenn du jetzt so viel Zeit auch in China verbringst, ich bin auch schon dort gewesen, einige Male, jetzt nicht über so einen längeren Zeitraum wie du. Aber wenn du jetzt mal auf Europa schaust, grundsätzlich aus China vielleicht, inwieweit hat sich dein Blick auf Europa verändert? Gute Frage. Das erste Mal, als ich nach China oder die Nachricht meinen Freunden oder der Familie geteilt habe, meinen sie so, oh Gott, du fliegst nach China, was willst du denn in China? Das ist doch, also du kannst die Sprache nicht, es ist doch ein ganz anderes Land, es ist vielleicht gefährlich, wie auch immer. Ich finde, China ist ein großartiges Land. Also ich beschäftige mich mit den Menschen und mit der Natur. Und ich bin einfach beeindruckt davon, wie freundlich die Menschen sind. Die sind wirklich interessiert. Die wollen dich kennenlernen. Und wie agil sie im Alter noch sind. Ich reise nach China nicht in den großen Städten, sondern auf den Dörfern. Da gibt es nicht ganz so viel Technologie und nicht so viel Stress. Und die Menschen sind da einfach wirklich geerdet, ruhig. Und ich kann nur schätzen, wie alt sie sind. Aber wahrscheinlich sind sie noch viel älter.
70 oder 80 und laufen da rum mit den Bambusstäben und haben immer so ein wunderschönes Lächeln auf den Lippen. Und dann siehst du, wie sie leben und du kommst zurück und schaust nach Hause, wo meine Mutter zum Beispiel alles hat und dennoch vielleicht diese innere Zufriedenheit nicht hat. Und ich finde, das ist ganz viel so. Die Menschen auf dem Dorf in China sind deutlich glücklicher und entspannter als hier in der Stadt oder generell in Europa oder in Deutschland, würde ich sagen. Glaubst du, liegt das in erster Linie auch an der Technologie, an den vielen Dingen, die wir hier in Deutschland haben, dem Komfort vielleicht auch? Oder denkst du, das sind vielleicht sogar andere Punkte, die da entscheidend sind? Durchaus. Wenn du mehr hast, hast du natürlich auch mehr Verantwortung und mehr Last. Umso weniger du hast, umso befreiter bist du. Und ich denke schon, dass es daran liegt, der Komfort, definitiv. Umso mehr Komfort du hast, umso lazy, Faul. faul wirst du, fauler wirst du. Es ist bequem, schön warm zu Hause, einkuscheln. Diese Dinge spielen durchaus eine Rolle, aber auch, wie sie groß werden. Der Buddhismus spielt ja auch eine große Rolle in China und die werden mit anderen Werten großgezogen und sind sehr höflich und zuvorkommend. Und das ist etwas, was ich durchaus vermisse, wenn ich hier wieder in Deutschland bin. Würdest du sagen, du hast deinen Komfort auch nach unten angepasst? Ich hatte nie eine große Messlatte, sage ich mal. Ich bin in Mexiko aufgewachsen und geboren und wir hatten nicht viel. Also wir haben wirklich sehr, sehr simpel gelebt. Und für mich war da alles, was ein bisschen mehr mit Luxus und Komfort hat, schon wirklich, war ich sehr, sehr dankbar für. Von daher, ich mag es, wenig zu haben und mit wenig zu leben. Und natürlich musste ich es anpassen. Ich bin im Winter dorthin geflogen, es ist kalt, wir hatten keine Heizung. Die Klamotten, also mit Mütze und Socken und Handschuhen geschlafen, kein fließend warmes Wasser. Das ist schon nochmal eine andere Herausforderung gewesen. Das Schwitzen, ständige Trainieren und danach nur eine kalte Dusche zu haben. Und das ist schon auch nochmal eine andere Sache. Und das hat mich auch schon aus meiner Komfortzone gezogen, definitiv in der Art und Weise, aber jetzt nicht, was die Umgebung angeht. Wie alt warst du da, als du das erste Mal rübergegangen bist? Nach China. Oh Gott, 26. Und wie hast du diesen Spagat hinbekommen? Du hast gerade gesagt, du hast die Sprache nicht gesprochen. Und Chinesisch oder Mandarin ist ja nur wirklich was komplett anderes als jetzt Englisch oder Spanisch. Wie hast du das für dich hinbekommen? Und hattest du da irgendwie Respekt vor? Ich habe da wirklich gar nicht drüber nachgedacht, als ich nach China geflogen bin, weil ich habe vorher auch schon Kampfkunst betrieben und ich weiß, dass es viel über Beobachtung geht. Und das, was dir beigebracht wird, musst du ja auch erfüllen. Mit der Zeit kommt dann auch die Einsicht. Und von daher, die Präsenz der Meister ist auch sehr, sehr wichtig. Von daher, als ich die Idee hatte, nach China zu gehen, habe ich mir darüber absolut gar keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, wenn ich da bin, werde ich schon lernen. Und ich kann noch kein Chinesisch fließend sprechen. Ich verstehe meinen Meister, das ist mir wichtig. Ich verstehe mehr als das, was ich sagen kann, aber er spricht auch ein paar Wörter Englisch und damit können wir gut kommunizieren und letztendlich ist es eher eine Sprache mit dem Körper und dann zeigt er mir was, dann packt er seine Hand an den Stellen und ich weiß ganz genau, was er meint und das Ganze formt sich dann. Er muss nicht viel sagen, es ist viel Beobachtung und das Einfühlen und einfach mit der Zeit auch vertrauen, dass es mit der Zeit auch kommt. Kung Fu und dein Instagram-Kanal waren übrigens die Auslöser, dass wir heute hier sitzen. Denn du bist irgendwie aufgepoppt in meinem Content und ich fand das so spannend und wir werden gleich auch noch über den Kampfsport sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne von dir wissen, wie würdest du zu Hause für dich definieren? Ist es ein Ort? Ist es ein Gefühl? Sind es Menschen? Weil du bist ja irgendwie überall und nirgendwo, habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich bin auch immer sehr, sehr viel gereist. Ja. Und mir wurde auch immer die Frage gestellt, wo fühlst du dich zu Hause? Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Zu Hause ist da, wo sich das Herz wohlfühlt. Das habe ich gelernt. Es ist kein Ort und es sind auch nicht Menschen,
sondern da, wo du im Frieden bist mit dir. Und das kann überall sein. Und in China spüre ich eine komplette Verbindung zu. Ich weiß nicht woher, vielleicht war ich im früheren Leben Chinesin oder Kämpferin, ich weiß es nicht, aber als ich dort war, fühlte ich sofort eine Verbindung und ich fühlte mich wirklich sehr, sehr geerdet und wohl und zu Hause. In Mexiko hatte ich dieses Gefühl nie wirklich und in Deutschland auch nicht. Und in anderen Ländern, wo ich gereist bin, auch nicht wirklich. Aber in China wusste ich konnte loslassen und einfach sein. Und dieses Gefühl habe ich dann mitgenommen. Es ist ja, genau, und dann habe ich das eben auch jetzt zu Hause. Es ist also nicht an einem Ort gebunden, sondern an deinem Herzen, wenn du offen bleibst. Ah, das ist super spannend, was du gerade sagst. Auch in Mexiko hast du dich nicht zu Hause gefühlt, in Deutschland nicht. Das heißt, auch da, wo deine Familie am Ende war. Also, boah, das ist natürlich schon auch eine krasse Aussage eigentlich, ne? Ja, viele. Ich habe mich auch eine Zeit lang von meiner Familie distanziert, um meinen Weg zu finden, weil es ist nicht, die Familie mag vielleicht vieles wissen und es auch nur gut meinen mit dir, aber zu viel Schutz und ist auch nicht so gut für einen. Zu viel Gerede und zu viel vielleicht, das schaffst du aber nicht, das könnte vielleicht nicht gut sein oder pipapo von den Freunden. Dieses ganze Gerede und die Geräusche um sich herum muss ich einfach einmal abschalten, um zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich, ohne die Erwartungen meiner Familie oder Freunde oder der Gesellschaft? Was mache ich eigentlich? Wozu bin ich hier? Und dazu finde ich, ist es wichtig, auch mal eine Auszeit zu nehmen von allem. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Genau. Und in Mexiko, ich liebe Mexiko und Deutschland finde ich auch großartig. Aber es ist eben es ist ein Land mit Menschen. Ich verbinde mit Mexiko Sonne und Feiern und die Leichtigkeit in Deutschland, auch die gewisse Disziplin, Strenge, Ordnung, Klarheit, ja. Aber ich glaube, wir sind alle gemischt. Wir gehören dahin, wo unser Herz sich wohlfühlt. Und wenn du das gefunden hast, kann ich sicherlich auch durchaus mich in Deutschland oder in Mexiko wieder wohlfühlen, weil dieses Gefühl ist jetzt da und ich weiß, es ist nicht an einem Ort gebunden oder an Menschen, sondern es kommt von innen heraus. Wie war das denn für deine Familie, als du dich sozusagen distanziert hast von ihnen? Das Gespräch stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Ach, es war letztendlich mehr ein Impuls. Wir haben Gruppen bei WhatsApp und da sind die Familiengruppen und dann werden da ständig Sachen reingeschrieben und Events und pipapo und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich habe die Gruppe verlassen und habe gesagt, ich möchte bitte nicht wieder eingeladen werden, ich brauche Zeit für mich, es passt gerade einfach alles nicht. Und klar kam hier und da, jetzt beruhig dich doch mal und pipapo. Und ich bin nie in die Gruppe wieder eingetreten. Natürlich haben wir wieder Kontakt und alles ist gut, aber diese Verpflichtung, du hast ja im Monat mehrere Geburtstage und dann kommt Weihnachten und dann ist die Familie natürlich auch ein Dach für etwas, wo du Zeit mit denen verbringen musst, obwohl du vielleicht nicht wirklich die Verbindung zu bestimmten Familienmitgliedern hast. Und ich bin der Meinung, du kannst dir die Familie und die Freunde halt auch aussuchen. Und das ist auch ein mutiger Schritt, den ich gegangen bin. Und ich bin da aber sehr froh drüber. Ich habe sie alle sehr lieb, aber wir sind an unterschiedlichen Phasen. Und das ist, finde ich, auch völlig okay, zu sagen, hey, ich brauche das jetzt nicht und ich gehe einen anderen Weg und das ist auch in Ordnung. Und du bist wirklich so mit dieser Intention das erste Mal nach China gegangen, um zu sagen, klar, du möchtest die Kampfkunst weiter fortführen, aber du möchtest auch dich selber finden. Ja, also ja schon. Also das alles hat ja angefangen ich habe ja internationales Recht studiert und das Ganze habe ich abgebrochen, um Musicaldarstellerin zu werden und bin nach Hamburg gezogen. Und während meiner Ausbildung als Musicaldarstellerin musste ich natürlich auch viel performen und Tänze mir ausdenken.
und vorstellen. Und da fing es an, dass ich dachte, ja, ich möchte etwas Elegantes, Kraftvolles und habe mir dann die alten Filme angeguckt und da ist mir Michelle Yeoh aufgefallen. Und sie hat so super tolle Bewegungen drauf gehabt und die habe ich kopiert und in meinen Tanz hinzugefügt. Und dann meinte mein Freund, ey, wir können nach Kaiserslautern gehen und dort üben, dem Shaolin Temple Europe. Und da kannst du das alles wirklich erlernen. Und so bin ich dahin und habe mich sofort verliebt in die Kunst und konnte nicht mehr aufhören, war fast bei jedem Seminar, was sie angeboten haben dort. Und ich wollte dort bleiben, ich wollte dort leben. Also das heißt schlafen, aufstehen, trainieren, wie sie das halt machen im Shaolin Temple Europe. Aber zu der Zeit waren halt Frauen nicht erlaubt. Und ich habe 3-mal gefragt und 3-mal habe ich Nein bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann suche ich mir eben einen Ort in China. Und wenn sich hier die Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und ich habe es einfach im Gefühl gehabt. Ich fühle mich in meinem Element. Ich weiß, wenn ich Kampfkunst betreibe, bin ich in meiner Mitte. Und ich weiß, dass mir das weiterhilft, auch im Schauspiel. Und einfach ehrlich zu sein, im Moment zu sein und nicht zu spielen, sondern das durchlässig zu sein und die Rolle anzunehmen. Und das hilft mir enorm, auch für mein Selbstbewusstsein und Auftreten und die Sicherheit eben auch für mich, dass ich mich auch verteidigen kann. Und genau, das war letztendlich der Grund, weshalb ich nach China geflogen bin und wieso ich immer wieder zurückfliege, ist einfach, weil ich liebe es einfach. Ja, okay. Ich liebe die Kampfkunst, ich liebe die Menschen. Mein Meister ist großartig. Er ist wie ein lebendiger Buddha, er ist immer nur am Grinsen und ich mag die Weisheiten, die Lebensform, die traditionelle chinesische Medizin, wie sie sich ernähren, wie sie miteinander umgehen. Ich kann aus allem sehr viel ziehen und sehr viel eben auch in mein Leben umsetzen hier in Deutschland für die Arbeit, die ich tue. Ja. Was hast du durch die Kampfkunst über dich selber gelernt? Ich bin ungeduldig. Grundsätzlich von Natur aus? Nein, ja, vielleicht schon. Wenn ich etwas will, dann will ich sofort. Und das braucht aber Zeit. Und das habe ich gelernt in der Form, die ich lerne. Ich kann sie nicht sofort lernen, die komplette Form, sondern Schritt für Schritt. Und das dauert Wochen, Monate oder Jahre, bis du eine komplette Form hast. Du lernst die Form und dann vergisst du sie wieder. Und das ist ein Prozess, der super schön ist, aber für mich am Anfang sehr viel gekostet hat an Nerven, weil ich einfach es sofort wissen wollte. Und irgendwann habe ich begriffen und gefühlt, dass das mit der Zeit kommt. Das habe ich gelernt und auch, dass du nicht wirklich viele Wörter brauchst, um zu verstehen, was dein Gegenüber sagen möchte. Also es hilft, die Kommunikation mit deinem Körper. Dein Körper sagt schon sehr viel, die Blicke, die Stille ist super kraftvoll. Und ja, das habe ich dort auch gelernt. Und vor allem auf mein Herz zu hören. Ja. Durch die Kampfkunst? Durch die Kampfkunst, ja. Inwiefern? Also, also das andere kann ich nachvollziehen, aber auf dein Herz zu hören, weil also ich habe mir die Videos und Posts mal angeschaut von dir und das sieht schon alles auch ziemlich anstrengend aus und auch ziemlich schmerzhaft. Also wo siehst du da den Zusammenhang zu deinem Herzen? Zu deinem Herzen. Ich mache das ja, weil ich tief im Inneren weiß, dass das mein Weg ist. Und es ist eine Vision, die ich habe, die ich mir nicht ausgedacht habe. Es ist kein Karriereziel oder ein Erfolg oder etwas oder ein Plan, was ich erreichen möchte, sondern das irgendwann kam es. Und diese Vision, die hat jeder. Jeder ist mit einer Vision geboren und mit der Zeit vergessen wir es vielleicht oder unterdrücken es. Aber wenn du still wirst, weißt du, wozu du hier bist, was deine Aufgabe in dieser Welt ist. Und das Reinhorchen ins Herz ist, während wir die Aufgaben machen, spüre ich wieder meinen Herzschlag.
ich höre meinen Herzschlag und ich nehme mir die Zeit, um reinzuhorchen. Und das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Wir atmen und wir haben einen Herzschlag, das ist einfach da, ohne es zu benennen. Und wir sind gar nicht dankbar dafür oder wissen gar nicht, was es mit uns tut. Und das Herz ist so wichtig. Alle sprechen immer darüber, Körper und Geist, aber lassen das Herz aus. Und das Herz ist enorm wichtig, um weiterzumachen, um die Liebe zu spüren und weiterzugeben. Und das alles kommt durch das unglaublich harte Training. Jeden Tag aufzustehen, immer wieder das Gleiche, alles zur gleichen Zeit. Alle Sachen sind getaktet. Und in dieser Taktung, in dieser Struktur findest du aber innerliche Freiheit, weil dein Geist nicht mehr die ganze Zeit nachdenken muss, wann muss ich essen, ja, wann besorge ich was, wann ruhe ich, wann trainiere ich. Es ist alles da, die Struktur ist vorhanden und dein Körper weiß, zu welcher Einheit er was zu tun hat. Das heißt, du kannst dich in diesen Zeiten dich zeitlos fühlen. Das heißt, die Zeit, die Uhr, die tickt, die Sekunden, die Minuten, die Stunden ist da, um uns zu strukturieren, aber nicht um uns zu fesseln. Und wenn du diese Zeit nimmst und dir eine Struktur aufbaust, dann kannst du innerhalb dieser Zeit dich zeitlos fühlen. Und was ich damit meine, ist im Flow sein, in der Hingabe mit deiner Achtsamkeit und mit deinem Herzen, was du tust. Und dann bist du zeitlos, dann vergeht die Zeit schnell. Und viele Leute sagen, also schnell im Sinne von, ich habe das Zeitgefühl vergessen. Und genau so ist es, weil im Moment gibt es keine Zeit. Ja, das ist dieser sogenannte Flow-State, ne? Ja. Ich hatte mal einen Surfer hier, der ist Big Wave Surf-Weltmeister und der hat auch mal vom Flow-State gesprochen. Mhm. Also wenn er das tut, was er am meisten liebt, vergisst er die Zeit oder dann gibt es in dem Moment nicht diese Zeit für ihn. Du hattest eben was Interessantes gesagt, um seine Vision zu finden oder herauszufinden, weil jeder hat eine, braucht es Stille. Was glaubst du, wie viel Stille braucht es? Und hattest du diese Vision schon bevor du nach China gegangen bist oder hast du die erst in China für dich entdeckt? Ich glaube, ich wusste schon, als ich klein war, was ich wollte. Ich habe es einfach nie durchgezogen. Und irgendwann habe ich es vergessen aufgrund, was willst du mit Schauspiel, Pipapo, die ganzen Stimmen, die dann auf einen einprasseln. Und dann kommt die Ablenkung. Feiern hier, Alkohol hier, alles Mögliche, was Events hier und da, diese stetige Ablenkung. Und wann hast du wirklich auch mal Zeit, zur Ruhe zu kommen, wirklich alleine zu sitzen und nicht zu denken, boah, jetzt ist mir langweilig, was mache ich als nächstes, sondern dir die Zeit zu nehmen und dich hinzusetzen und die Augen zu schließen und zu atmen. Einfach beobachten, was passiert. Und damit fängt es ja schon an, dass du dann merkst, wie viele Gedanken überhaupt in deinem Kopf kreisen und dass du nicht mal eine Minute ruhig sitzen kannst. Und das war bei mir der Fall und somit fing ich an, das geht nicht. Ich möchte das mehr und mehr machen, weil es mir auch irgendwie gut tut. Und es kann ja nicht sein, dass ich eine Minute nicht still sitzen kann. Und so habe ich angefangen, das zu kultivieren. Und es hat mir einfach wirklich unglaublich geholfen, in der Stille zu sitzen. Und ich habe mich auf meinen Herzschlag konzentriert und auf meine Atmung. Und dadurch kam ganz vieles. Plötzlich wurde viel klarer. Viele Dinge, wo ich dachte, das sei unmöglich, waren dann auf einmal möglich. Genau, was war die andere Frage, die du hattest? Ob du die Vision schon in Deutschland hattest, also oder erst wirklich in China richtig entwickelt hast? Nee, die hatte ich schon vorher, aber in China hat sich das Ganze nochmal verfestigt mit einer gewissen Selbstbewusstheit auch und wirklich, ja, da geht es jetzt hin. Und wenn du jetzt in der Stille sitzt, und ich habe das auch schon ein paar Mal versucht und ich bin da wirklich auch nicht so richtig gut drin, muss ich sagen. Ich versuche das immer so ein bisschen mal in meinen Alltag reinzuschieben und bin dann auch so ein bisschen diszipliniert, aber dann merke ich auch direkt, diese Stimmen kommen und dann so nach 10 Minuten ist bei mir dann, werde ich unruhig oder dann habe ich irgendwas, dann schreibe ich mir was auf. Wie schaffst du es zum Beispiel auch mit Stimmen umzugehen, die jetzt eher
kontraproduktiv sind, die eher toxisch sind, die irgendwas Schlechtes erzählen? Weil dann kommt ja dieses Gefühl in den Körper. Und ist das etwas, wo du sagst, da muss man durchgehen oder? Mm, Ich würde es nicht bewerten. Das heißt, der Gedanke ist da und es ist okay, dass er da ist. Ich sag, gut, der Gedanke ist da und jetzt habe ich dich wahrgenommen und du kannst weiterziehen wie eine Wolke. Aber was ist, wenn der Gedanke auf das körperliche Wohlbefinden drückt, zum Beispiel? Mhm. Also irgendwelche, zum Beispiel Stress mit der Familie, da ist ein Familienmitglied und es gibt unglaublich viel Probleme und immer diese Gedanken kommen auf und dann geht es dann so ein bisschen in diese Bauchregion rein. Also was wäre da dein Tipp? Eine Hand aufs Herz legen und wirklich, es klingt banal und für viele, aber spür einfach deinen Herzschlag und lass das Ganze sacken. Ähm, Dass es in den Körper übergeht, ist es, weil du gedanklich woanders bist und dein Körper hier ist und gedanklich bist du ja ganz woanders und das erzeugt eine Trennung. Und durch diese Trennung hast du den Stress, es kommt zu Verspannung und Unwohlbefinden im Körper. Das heißt, wirklich der Stress, der da ist, den lässt du jetzt einfach mal los. Du durch das ständige Nachdenken und es geht in den Bauch, weil du es nicht loslässt. Bevor es in den Bauch geht und in deinen Körper und was mit dir macht, das erzeugt ja Stress. Davor den Gedanken loszulassen. Einfach loslassen, auf dein Herz hören, es einfach spüren, den Herzschlag, wie er sich im Takt deines Lebens bewegt. Und dann wirst du schon merken, dass sich das Ganze beruhigt und viele Sachen gar nicht so schlimm sind, wie sie eigentlich sind. Und dann kommen die Erkenntnisse von alleine. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil oftmals in diesen unkomfortablen Situationen ist dann ja oft auch so dieser Drang, ja, jetzt mache ich wieder irgendwas und jetzt lenke ich mich ab, dass man gar nicht mehr da reinkommt, ne? Deswegen, Ja, also ich werde das mal beim nächsten Mal ausprobieren, eine Hand aufs ja. Herz zu legen und ich werde dir Bescheid geben, was es mit mir macht. Hand aufs Herz und Dantchen unter Rücken und dann wirklich Augen schließen und einatmen. Nicht die Brust, sondern wirklich die Im Atmung Bauch. tief in den Bauch Okay. runter. Du hast eben über den Trainingsalltag gesprochen in Mhm. China und ich weiß nicht, wie viel du erzählen kannst, aber wie sieht so grundsätzlich so ein Tag aus? Also wann geht's los, wann ist der Tag beendet und wie viele Trainingseinheiten hast du, falls du Mhm. da was teilen möchtest? Ja, klar. Also generell strukturiert sich der Plan einmal für den Frühling und den Sommer und dann wieder Herbst und Winter, weil die Tage länger sind und es wärmer ist und im Winter die Tage kürzer und kälter. Das heißt, im Sommer hast du mehr Trainingseinheiten als im Winter. Im Sommer stehen wir um 5 Uhr auf. Nee, um 5 Uhr ist schon das erste Training. Oh Gott. Ähm, Du stehst also dementsprechend vorher auf. 5 Minuten vorher musst du runter. Line-up nennt sich das. Da hat jeder sich vorzustellen in seiner Uniform, alles komplett gebügelt und ordentlich. Und danach geht es mit dem Warm-up und dann die erste Trainingseinheit am Morgen. Danach hast du Frühstück. Danach putzt du deinen Raum und die Umgebung. Und dann hast du eine kurze Pause und dann geht es in die zweite Trainingseinheit um 9 ungefähr. Und dann trainierst du wieder bis circa 11:30 Uhr oder ein bisschen später. Dann hast du um 12 Uhr wieder Mittagessen. Und dann hast du dann eine größere Pause zum Ausruhen und dann geht es weiter um 14:30 Uhr oder 15 Uhr in die nächste Trainingseinheit bis ungefähr 18 Uhr. Dann isst du wieder Abendbrot und dann hast du ungefähr eine Stunde Zeit und um 19 Uhr nennen sie es Cultural Classes. Das heißt, du hast entweder chinesische traditionelle Medizin, wird dir beigebracht, Meditation oder Kalligrafie. Und dann hast du Zeit für dich und um 9:30 Uhr wird das Licht ausgemacht. Und dann beginnt der Tag wieder von vorne. Boah, das klingt sehr strukturiert. Und im Winter entfällt das morgendliche Training, weil du stehst mit der Sonne auf. Ja, und du nimmst die Energie der Natur in dir auf, wenn du aufstehst. Und im Winter kannst du natürlich auch früher aufstehen und für dich Sachen tun, aber das morgendliche Training entfällt und das erste Training beginnt dann um 9. Und diese Struktur ist, für manche klingt es sehr straff und sehr viel, aber wenn du da bist, macht es völlig Sinn. Alles ist wirklich durchdrungen von Sinn. Es macht einfach Sinn. Auch die Zeiten,
wann wir essen. Du wirst merken, dass sich alles einfach viel besser bewegt und du viel entspannter bist, weil in der chinesischen Medizin oder traditionellen chinesischen Medizin orientierst du auch an den Organzeiten, wann die Organe was brauchen. Und du merkst es wirklich in deinem Körper. Das muss man einfach mal erlebt haben. Und dort bekommst du auch nur warmes Wasser zu trinken. Also du trainierst, es ist warm, 40 Grad im Sommer, wirklich unglaublich heiß. Und es gibt nur heißes Wasser zu trinken. Und Nicht mal Tee. Doch, Tee gibt es auch, aber der Weg ist zu weit. Okay. Das heißt, es gibt Wasser und das ist immer gekocht und warm. Und das nehme ich alles mit, wenn ich hier in Deutschland bin. Die Zeiten bleiben ähnlich, wann ich esse, und ich trinke überwiegend, also zu Hause immer warmes Wasser natürlich, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder essen gehe, dann trinke ich auch natürlich andere Sachen, aber hauptsächlich warm und Tee. Und es fühlt sich einfach richtig gut an. Mein Körper ist entspannter. Und die Struktur ist der Wahnsinn. Und diese Struktur gibt ja auch eine Richtung und gibt ja auch die Disziplin, die du brauchst. Denn ich glaube, ohne Struktur hast du auch keine Disziplin. Entschuldigung. Ja, alles gut. Muss das trinken kurz? Und das Ganze nutze ich auch, um in meinen Alltag als Schauspielerin. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Mal hast du ein Engagement, mal nicht. Was machst du mit deiner freien Zeit? Viele warten, sind frustriert. Und ich baue mir wirklich einen Plan wie in der Schule. Von morgens bis abends, montags bis freitags mache ich mir einen Plan, wann ich wann aufstehe, wie ich was gestalte und zu welcher Zeit ich was tue. Und darüber muss ich mir dann keine Gedanken mehr machen, weil ich weiß, wo ich hin will, und in dieser Zeit bin ich frei, und ich habe mir den Plan so aufgestellt und es macht Sinn und ich arbeite auf etwas hinaus, und das ist etwas, was ich vielen auch weitergeben möchte, wenn sie sich vielleicht leer fühlen oder orientierungslos sind. Die haben jede Freiheit der Welt, sie können machen, was sie wollen, ausprobieren, was sie wollen, aber ohne innere Führung hast du keinen Fokus, dann hast du auch keine Disziplin. Du brauchst eine Struktur, um deinen Geist zu beruhigen und um in der Zeit die Struktur, die Zeit eben auch loszulassen und zeitlos zu werden und im Flow-Zustand zu gelangen. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass manchmal zu viel Disziplin auch einengt sein kann? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das Wort Disziplin wird einfach zu sehr mit Enge oder Zwang oder Kontrolle zusammengeführt. Aber wenn man überlegt, woher kommt das Wort überhaupt? Disziplin, Disziplina aus dem Lateinischen, was ja Bildung, Lehre bedeutet, Schule. Und das wiederum kommt aus Discipulus, Schüler, der Schüler. Und im Englischen, daher kommt das Wort Disciple. Und ein Meister hat einen Disciple, ein Schüler, ein Gefolgsmann. Und im ursprünglichen Sinne bedeutet Disziplin einfach sich dem Lernen hingeben. Sich dem Lernen hingeben. Ich finde das wunderschön. Und deshalb sage ich für mich, Disziplin ist die Kunst, ewiger Schüler des Lebens zu sein. Und wenn du weißt, wo du hin möchtest und eine Vision oder eine Aufgabe hast, dann möchtest du, die Wege führen ja dann dorthin. Und dann hast du die Disziplin, die Struktur ist da. Und ich finde, das brauchst du. Ohne geht's nicht. Ich war selber Profifußball. Ich habe, glaube ich, auch sehr diszipliniert gelebt, aber anders. Was passiert in dir, wenn du an körperliche Grenzen stößt? Weil das Training sieht ja schon auch wirklich sehr, sehr beanspruchend aus. Ja. Ich kann sagen, das Halten vom Mabu, also die Reiterstellung, Haltung, die Übung, wo wir halten müssen, das sind die schlimmsten Übungen, weil da ganz viel innerlich vorgeht. Die Faszienstränge werden geöffnet, die Meridiane, alles zieht sich lang und du befreist dich innerlich. Was passiert? Ich will aufgeben, aber ich weiß, wenn ich es nicht tue, kommt irgendwann der Zustand, dass ich nicht mehr mit meiner Muskelkraft halte, sondern meine Struktur mich hält. Und dieser Punkt muss erstmal erreicht werden. Und bis dahin habe ich schon sehr, sehr viel geweint und geschrien.
Und das Schöne in so einer Community ist, dass alle dort sind aus einem Grund, weil sie Kung Fu lernen wollen und weil sie mehr über sich lernen wollen und weil sie über ihre Grenzen gehen wollen und diese erfahren wollen. Und da entsteht eine unglaubliche schöne Energie, wo wir uns gegenseitig einfach auch halten und den Raum geben, auch wirklich darüber hinaus zu gehen. Und ich mag es, einfach über die Grenzen zu gehen und diese auszuprobieren, was dann noch ist. Ich finde, es gibt nichts, was unmöglich ist. Und wenn du in China warst und dein Meister dir da der unglaubliche Form zeigt, denke ich mir, das soll ich jetzt machen? Und dann sagt er, it's easy, ja, it's easy, alles it's easy. Step by step. Und das habe ich auch mitgenommen. Wieso gleich sagen, oh nee, es ist unmöglich, das ist super schwer, ich schaffe das nicht. Zu sagen, gut, im Kopf, it's easy. Ja. It's easy, natürlich nicht sofort, aber Schritt für Schritt schaffst du es schon. Und irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten sehe ich mich die Form machen. Und es ist alles möglich. Es ist viel, wie viel Hingabe du da reinpackst und Herz. Und der Meister sagt, fire in the eyes, more fire in the eyes. Die meisten Menschen gehen rum und wissen gar nicht, wohin. Ja. Da fehlt Feuer in den Augen. Du Armer, geht's dir gut? Ja, ich habe gerade... Anyways, geht nicht um mich. Welche Rolle spielen Glaube und Spiritualität in deinem Leben? Spiritualität schon eine sehr, sehr große Rolle und der Glaube an mich selbst. Ja. Ich weiß, dass alles Energie ist und ich fühle es auch. Und für mich ist das enorm, es ist einfach da. Muss man vielleicht jetzt nicht benennen oder viel darüber sprechen, aber ich weiß, dass es mehr gibt, weil ich es fühle und nicht, weil ich so viel lese oder ich hinterfrage viel. Aber ich suche die Auseinandersetzung zu mir selbst. Und ja, das Gefühl, was ich habe, die Intuition, ist ja dann oft auch richtig, habe ich erkannt. Und durch die Kampfkunst werden dir ja auch buddhistische Lehren weitergegeben. Und der Buddhismus ist schon, finde ich, komme ich schon ziemlich gut mit klar. Und das alles ist für mich, fühle ich sehr. Mhm. Ja. Wenn du jetzt aus China mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, auf Deutschland blickst, meine Stimme wird immer schlechter, und du sagst, wir haben eigentlich alles hier, uns geht's zu gut, würdest du uns dann am liebsten einfach mal rütteln? Oder wie kommen wir da wieder raus? Also am Ende muss es wahrscheinlich jeder selber gehen, diesen Weg, ne? Ja, genau. Du kannst niemandem helfen. Und derjenige muss gewillt sein, über den Tellerrand hinauszuschauen und selber innerlich spüren, dass da vielleicht noch mehr ist. Und mit dem, was da noch mehr ist letztendlich, dass du wirklich gar nicht so viel brauchst, um glücklich zu sein. Und das alles loszulassen, was von dir erwartet wird. Und das ist ein großer Schritt, weil wir ja so groß werden. Und nee, ich habe nicht das Bedürfnis, die Leute aufzurütteln. Ich bin der Meinung, das kommt alles zu seiner Zeit. Und die Menschen werden mittlerweile wacher, finde ich. Okay. Und ja, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ja. Es ist schon krass, wie tiefenentspannt du bist. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, warst du früher auch so als Kind oder Jugendliche? Ich war sehr laut. Ah, okay, genau das Gegenteil eigentlich. Und ja, ich glaube, die Ruhe kommt durch die Aufenthalte eben auch in China und durch die Bewegung. Wenn der Körper das bekommt, was er braucht, ist der Geist auch ruhig und du bist einfach klarer. Die Bewegung ist unglaublich wichtig. Meditation in Bewegung, alles, was du tust, sei es jetzt hier sitzen, bin ich voll bei dir. Wenn ich zu Hause dann die Wäsche mache, mache ich die Wäsche. Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich einkaufen und bin ich in Gedanken woanders. Und
das ist etwas, was so simpel ist, aber doch so schwer für viele umzusetzen, weil wir die ganze Zeit im Kopf sind und die ganze Zeit über Dinge nachdenken, die einfach wirklich letztendlich gar nicht so wichtig sind. Also du sagst immer wieder aufs Herz zurück, Ja, auf den Atem vielleicht sogar, ja. auf die Tätigkeit, auf die du dich gerade verschrieben hast. Und wie schaffst du das oder würdest du sagen, dass du es wirklich gut schaffst, diese Ruhe und deinen Alltag aus China mit nach Deutschland zu nehmen? Weil hier ist ja wirklich ein komplett anderes Leben und hier mit Sicherheit hast du auch Leute, die mehr mit ihrem Handy beschäftigt sind. Und ist es dann nicht auch irgendwie so ein bisschen verführerisch, dann in so ein altes Muster reinzukommen? Ja, durchaus. Also wenn ich aus China wieder komme nach Deutschland, brauche ich ungefähr 2 bis 3 Wochen, um wieder klarzukommen. Okay. ähm, und am Anfang durch die ganze Trainingseinheiten wieder nicht in ein Loch zu verfallen, weil das Training ja von einem Tag auf den anderen wegfällt, nehme ich mir ungefähr eine Woche Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um zu entspannen und mache mir in dieser Woche eben meine Struktur für die Woche. Ja, und das geht ja dann monatelang. Das heißt, eine Woche nehme ich mir Pause und dann schreibe ich mir wie so einen Stundenplan alles auf, was ich mache, wann ich wo trainiere, wie ich wann arbeite. Und dann lebe ich diesen Plan weiter. Und das ist super befreiend, auch wenn sich das vielleicht stressig anhört für ganz viele. Aber ich stehe morgens weiterhin um 6 auf, gelaufen mit den Hunden. Danach habe ich Pause, frühstücke und dann geht schon wieder in die nächste Trainingseinheit und setze mich dann hin, arbeite also als Schauspielerin muss auch viele Bewerbungen losschicken, pipapo, alle Datenbanken pflegen. Und dann geht es wieder zum Training, ja, und dann wieder mit den Hunden raus. Und ich finde, das ist wunderschön, weil ich weiß, was ich mit mir anfangen kann. Ja, du klingst, als hättest du einen Plan. Das ist definitiv. Und ich trainiere auch sehr, sehr gerne. Und es macht mir einfach Freude. Für mich ist es keine Arbeit, aber ich arbeite sehr, sehr gerne, weil ich meine Passion und meine Leidenschaft gefunden habe. Und ich würde es auch machen, wenn ich nicht bezahlt werde. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Du darfst dich natürlich nicht unter deinem Wert verkaufen, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Und Glaubst du, dass man diesen Sport auch ins hohe Alter hin betreiben auf kann? jeden Fall. Okay, also da musst du Keine keine Angst Frage, vor auf haben. gar keinen Fall. Und du kannst mit jedem Alter anfangen. Klar, also es kommt darauf an, was dein Ziel ist mit Kung Fu oder Martial Arts. Wenn du jetzt Profikämpfer sein möchtest, gut, musst du vielleicht früher anfangen, aber die Bewegung sind hunderte von Jahren alt und du musst sie nicht perfekt ausführen. Es geht darum, dass du sie erlernst und in der Bewegung du dich dann frei fühlst. Und das Ganze braucht ein bisschen Zeit, aber die Ruhe kommt. Krass. Und das kannst du mit 3 anfangen, mit 20, mit 30, mit 50, mit 60, mit 70. Da sind teilweise Schüler, der Älteste war, glaube ich, 78. Ja, der konnte kaum richtig, hatte schon einen krummen Rücken und konnte die Knie nicht richtig heben. Und danach ist er gerade und normal laufend wieder aus der Schule gegangen. Es ist einfach alles möglich, wenn du dir erlaubst zu sagen, die Grenzen anderer ist nicht mein Horizont. Und das ist was ich mir auch immer sage. Es ist das Leben, was ich hier lebe. Und mein Horizont ist so weit. Und da lasse ich mich nicht eingrenzen von irgendwelchen Erwartungen anderer oder gesellschaftlichen Normen oder pipapo, sondern das ist für mich gemacht und ich vertraue darauf, dass diese Stimme, wie ich sie ausdrücke, eben auch einen Platz auf dieser Welt hat. Und ich wünschte, das würden ganz viele auch so fühlen, einfach ehrlich zu sich zu sein. Ja, und wir brauchen alle wahrscheinlich mehr Ruhe, ne? Um das hören zu können, was unser Weg ist. Ja, ein bisschen einfach Abstand von dem ganzen, von den Ablenkungen des Lebens. Aber glaubst du zum Beispiel auch, dass man seinen Weg finden kann durch Machen? Also anstatt jetzt zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt in die Stille, höre auf mein Herz, höre darauf, wo ich hin möchte, im Vergleich zu, okay, ich mache jetzt irgendwas, gehe da los und sehe, ob es mir gefällt und vielleicht komme ich in eine andere Schiene. Oder würdest du wirklich sagen, eigentlich um den richtigen Purpose zu finden, muss man den Weg der Stille gehen? Ich glaube, um Sachen auszuprobieren, es ist vielleicht ein guter Weg,
Wir haben ja die Freiheiten, wir können alles machen, was wir wollen. Aber da entsteht auch irgendwann diese Verzweiflung, weil du gar nicht wirklich weißt, was du willst. Das heißt, du probierst das aus, dann probierst du das aus, dann probierst du das aus und das aus und dann siehst du dich jahrelang Dinge ausprobieren und du hast nie wirklich vielleicht was gefunden, weil du immer wieder denkst, das ist vielleicht was für mich oder das könnte es sein. Ah nein, jetzt ist es aber das und jetzt ist es das. Die innere Führung fehlt. Und ich finde schon, dass du da Zeit investieren solltest, wirklich auch einfach mal hinzuhören. Aber wie lange hat das bei dir gedauert? Also dieses wirklich sich in die Stille setzen und dann auch wirklich auch klar zu werden, vielleicht vorher schon eine Idee gehabt zu haben, aber wirklich die Klarheit zu bekommen, das ist mein Weg. Wie lange hat es gedauert? Es hat schon eine Zeit gedauert, definitiv. Ich rede hier sicherlich von einer Zeitspanne von 7 Jahren. 7 Jahre? Das Ganze hat ja angefangen auch, als ich noch im Studium war. Da hatte ich auch Phasen, höre ich auf oder nicht, wo geht's hin, wie auch immer. Dieses Ganze, probiere ich jetzt das aus, mache ich das, probiere ich das. Das war diese Orientierungslosigkeit, bis dann ein Punkt kam, wo ich sagte, nein, jetzt möchte ich diese Entscheidung treffen. Jeder, der wirklich einfach sich hinsetzt und ehrlich zu sich ist und sagen wir mal, versuche es jeden Abend für 1, 2, 3 Minuten zu fragen, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Diese Antwort wird nicht sofort kommen, aber stell sie dir doch einfach mal und fühl einfach rein, was macht es mit dir? Und so eröffnest du ganz andere Blickwinkel und Dimensionen, wo du vielleicht gar nicht gewagt hast, drüber nachzudenken. Und nichts ist zu verrückt oder zu still oder zu laut, ja. Alles, was in dir ist, solange es wahr ist es richtig. Und man braucht auch keine Angst davor zu haben, ob es dann bewertet wird, verstanden wird oder ob es einem gefällt, sondern es ist deine Sprache und sie hat einen Platz verdient. Gibt es Momente in deinem Leben, also du kommst für mich sehr, sehr in dir ruhen vor. Ich glaube, dass du einen ganz klaren Plan für dein Leben hast und dass du auch echt glücklich bist. Aber kommt es auch mal so vor, dass du irgendwie so undiszipliniert lebst? Also, dass du dich mal erwischt, so jetzt trinke ich mal Alkohol, jetzt mache ich mal irgendwas, was überhaupt nicht eigentlich in meinen Plan passt? Oder gibt es das in deinem Leben eigentlich gar nicht mehr? Doch, auf jeden Fall. Okay. Wir sind ja alle auf dem Weg. Und einige sind länger schon auf diesem Weg, andere fangen damit an. Wenn ich sage, okay, heute trinke ich mal Alkohol, dann entscheide ich das bewusst und ich weiß auch, wie viel ich trinke. Meistens ist es nicht immer als 1, 2 Gläser Wein, weil ich weiß, was es mit mir macht und der Tag ist mir zu schade, um am nächsten Tag da rumzuhängen und den Tag zu verlieren, indem ich so viel machen kann. Und natürlich gibt es Tage, wo ich sage, oh Mann, heute fühle ich mich gar nicht. Aber ich bin mir bewusst, dass es mein Verstand ist, der spricht. Aber ich weiß, wenn ich jetzt aufstehe und es mache, bin ich danach wirklich zufriedener. Und ich mache es trotzdem. Ja, die ganzen Gedanken, bin ich gut genug oder schaffe ich das überhaupt? Natürlich habe ich sie auch. Aber ich weiß, damit umzugehen und ich weiß, dass ich diese Gedanken auch einfach loslassen kann. Und wenn ich sie loslasse, sind sie weg. Und ich weiß, das bin nicht ich. Aber das braucht Training, ne? Das braucht Training, ja. Ich möchte gerne nochmal jetzt auf die Schauspielerei mit dir zu sprechen kommen. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, würde ich es mal behaupten, wo wir so ein bisschen über alle Themen mal so gesprochen haben. Und dann kam ein Thema auch, dass der Frauen in der Welt des Schauspiels zum Beispiel, dass viele eben auch übers Alter oder Aussehen definiert werden. Und was ich auch glaube, was ich finde, auch ein großes Problem ist. Wie gehst du mit solchen Schubladen um? Oh, am Anfang war es wirklich schwierig. Entweder bist du zu alt oder zu jung. Du siehst zu gut aus oder zu schlecht. Du bist zu dick oder zu dünn. Es ist immer, du wirst die ganze Zeit bewertet. Und das war am Anfang für mich super schwierig, weil ich das persönlich genommen habe.
bis ich dann verstanden habe, als ich dann auch hinter der Kamera gearbeitet habe, es geht nicht. Es ist die Rolle, die Vision, die der Regisseur hat von dieser Rolle, die er im Kopf hat und wie er sie geschrieben hat. Und du bist nun mal das Werkzeug. Und entweder passt du oder passt du nicht. Und das Ganze nicht persönlich zu nehmen. Und umso mehr du einfach bei dir bist und deinen Wert kennst und selbstbewusst bist, ist es eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn du versuchst, die Bilder gerecht zu werden. Weil irgendwann ist das, was du in dir hast, die Fähigkeit, die dann auch gebraucht wird in der Rolle. Und genau, das ist wichtig. Aber gut, im Schauspiel gibt es natürlich auch viele Männer. Sind viele Regisseure, viele Produzenten, es ist eine männerdominierende Welt. Es eröffnet sich mehr, es gibt mehr Frauen natürlich, aber was ich mir wünsche und was ich auch verkörpern möchte mit meiner Arbeit, sowohl vor oder hinter der Kamera, ist, dass wir Frauen nicht so stark sein müssen wie ein Mann, um Gewicht zu haben, sondern wir können in unserer Weiblichkeit, in unserer weiblichen Energie, die verletzlich ist, sie ist tief, sie ist einfühlsam. Das ist eine Stärke, die wir auch ausstrahlen und haben und einfach das Wahre zeigen, die Frau in jedem Alter. Wir haben keine Prime-Zeit. Ja, das ist jede Phase des Lebens, sowohl Mann oder Frau, es ist wunderschön. Und ich wünsche mir auch, dass man sieht, das Weibliche ist nicht das Gegenteil vom Männlichen, sondern es ist einfach die Balance. Ja. Wie gelingt es dir in einer so lauten und schnelllebigen Zeit, deine Integrität zu bewahren? Hm. Integrität, was meinst du damit? Integer zu bleiben, dir selbst treu zu bleiben. An mir selbst. Mhm. Ich weiß einfach, wo ich hin will. Und ich kenne mich. Ja, ich bin überhaupt nicht ähm, ashamed. Keine Ich schäme mich nicht ja, für genau. das, was ich bin. Und das habe ich früher sehr getan. Früher war ich super, alles, kann ich das machen oder nicht? Was denkst du darüber? Gefällt es oder nicht? War ich sehr unsicher. Und mittlerweile, ich bin, wie ich bin und das ist gut so, wie ich bin. Und mich gibt es so, wie ich bin und ich stehe dazu. Und, und ich bin gerne ich. Ich bin gerne Annika Sala und ich glaube, wenn du wenn du dieses Bewusstsein hast, sagst: „Ja, ich bin gerne Arne." Ja, oder dann hast du auch keine Angst davor, Dinge falsch zu machen oder richtig zu machen, weil alles, was du tust, ist vom Herzen und das kommt von dir. Von daher, ähm, ich bewerte auch meine Sachen, die ich vorher gemacht habe, nicht, sondern das war in dem Zeitpunkt, wo ich's war, eben das Richtige für mich. Und das ist okay, weil wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Und die Schritte, die ich jetzt tue, weiß ich, dass ich sie aus einem bestimmten Grund tue. Und in 10 Jahren weiß ich, dass das genau das Richtige war. Genau. Liebe Annika, vielen, vielen Dank Ja, für dieses Gespräch. Ich finde, du bist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ich habe eine Menge mitgenommen und vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast. nicht dafür. Mhm.